Einzige, was ich möchte, ist, dass du hier bleibst. Wir beide wissen, dass das nicht geht. Mann, ich vermisse dich jetzt schon. Ach, du kannst mich mal. Ich aber auch. Arschloch. Der ist für mich gestorben. Ich weiß nicht. Irgendwie macht mir das Schmuckgeschäft in letzter Zeit überhaupt keinen Spaß mehr. Jedenfalls nicht so wie früher. Deshalb musst du dich entscheiden. Entweder dein Job oder ich. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Ich meine, zwischen uns ändert sich doch nichts. Außer vielleicht, dass wir uns nicht mehr so häufig sehen können. Aber wenn wir uns sehen, dann wird es umso schöner. Glaub mir, wir schaffen das. Ich kann mir nur überhaupt nicht vorstellen, dass du so plötzlich weg bist. Ich bin noch nicht aus der Welt. Schau mal, die Fahrt nach Münster, die dauert 1 Stunde und 40 Minuten. Es tut mir leid wegen vorhin. Ich bin einfach nur ein bisschen in Panik geraten. Ich habe das Ganze schon mal mit Florian durchgemacht und... Naja, geht wieder. Kommst du morgen zum Bahnhof? Wenn ich dich auch noch wegfahren sehe, das... Sei mir nicht böse, ja. Nee, das ist schon okay. Ich kann Abschiedsszenen auch nicht leiden. Machen wir es kurz, ja? Special Service für unseren VIP-Patienten. Da bin ich ja mal gespannt. Schokolade. So, dann wollen wir mal. Achtung. Pass auf, dass du nicht schlabberst. Hey, jetzt ist es aber gut. Ich bin schließlich nicht bettlägerig. Es wird getan, was Schwester Gina sagt. Los. Na bitte, es geht doch. Lecker. So was Feines hast du bestimmt nicht im Krankenhaus bekommen. Ja, wohl, so schlecht war es eigentlich gar nicht. Ich habe endlich mal Zeit gehabt, über viele Sachen nachzudenken. Und schließlich hat man da nichts anderes zu tun den ganzen Tag. Und, worüber hast du so nachgedacht? Über neue Absatzmärkte für Decken? Nein, ausnahmsweise nicht. Mehr über das Leben und den Tod. Schließlich ist das bei dem Virus, den ich habe, ein ziemlich wichtiges Thema für mich. Und Irgendwann kommt man da selbst mal drauf. hast du in dem Zusammenhang auch mal über uns nachgedacht? Ja, über uns habe ich natürlich auch nachgedacht. Und? Ich habe eingesehen, dass ich ziemlich viele Sachen falsch gemacht habe. Ach nein. Ja, ich habe aber auch gemerkt, dass wir eigentlich von Anfang an nicht so richtig zusammengepasst haben. Und dass es so, wie es jetzt ist, für uns beide das Beste ist. Schön, dass dir das alles so klar ist. Dann war das Krankenhaus wenigstens dafür gut. Ein echt schöner Film. Ich will mich auch mal auf dem Empire State Building verlieben. Ich denke, du bist schon verliebt. Ah ja, scheiße. Du könntest dich ja noch mal verlieben. Hm? In dich? Ja, wenn du noch nicht genug hast von mir. Eigentlich nicht.
Und sowieso doppelt hält ja besser. Ich mach mal am Fernseher an. Hm? Jo. Wie geht es den Kindern dieser Welt? Hier ist Markus, hallo Gero. Ich muss Hier unbedingt ist mit dir Ihre reden. Chance, das Leben eines Kindes Morgen für früh immer bin zu ich wieder aus verändern. London zurück. Mit 20 Dann Dollar melde ich im mich bei Monat dir. und dem Satz. Ich freue mich, wenn es klappt. Ich soll- Bye bye. Was will er denn jetzt schon wieder? World Vision setzt in seiner Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen wegen meines Moderatorenjobs. Die Spender sollen Tja, glauben, dazu hat er allen Grund. Ja. Ich weiß nur nicht, ob ich Bock habe, das Ganze nochmal durchzukauen. Dann triff dich doch einfach nicht mit ihm. Es zwingt dich ja keiner. Na? Das nächste Wochenende kommt bestimmt. Und dann seht ihr euch schon wieder. Ja. Ich habe einfach nur Angst, dass dadurch alles den Bach runtergeht. Hier, jetzt habe ich ja noch in der Zeitung gelesen, dass 79% aller Beziehungen an so einer Trennung kaputt gehen. Na, vergiss doch solche Statistiken. Hey, habe ich da gerade Statistik gehört? Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Anna hat so einen blöden Artikel gelesen, in dem steht, dass die meisten Beziehungen durch eine Trennung kaputt gehen. Ach so. Aber das gilt ja nicht für euch. Das ist ja nur der Durchschnitt. Hör mal, ich sag dir noch eine Statistik. 95% aller Leute, die sich trennen, duschen täglich. Was beweist, dass tägliche Körperpflege Beziehungen killt. Ja, frühestens am Freitag, Herr Huber. Allerdings müsste Ihr Sohn dann mindestens 2 Wochen bei uns bleiben. Ja, höchstens Dienstag nächste Woche. Aber ich empfehle Ihnen den früheren Termin. Na gut, machen Sie das, Herr Huber. Schön, ja. Dann verbleiben wir so. Ja, nichts zu danken. Ja, wiederhören. Entschuldige, dass ich hier einmal so reinplatze. Aber ich wollte vermeiden, dass du mich am Telefon abwendest. Schlecht geschlafen? Ich habe einfach nur furchtbar schlecht geträumt. Von Paul und dass er so weit weg ist. Ist doch nur eine Trennung auf Zeit. Da gewöhnst du dich schon dran. Glaube ich nicht. Wart's ab, in einem halben Jahr schwärmst du davon, wie toll es ist, die ganze Sehnsucht fürs Wochenende aufzuheben und sie dann geballt zu genießen. Also wenn Trennungen für Beziehungen derart gut sind, dann dürftest du dich eigentlich auch nicht von Oliver scheiden lassen. Entschuldige, das war doof von mir. Ja, schon gut. Morgen. Morgen. Na? Wie war's mit Paul? Wie schon? Traurig. Aber was soll's. Ich werde mich dran gewöhnen müssen. Dabei werden wir dir helfen, das verspreche ich dir. Wir werden dich hier so verwöhnen, dass du gar nicht mehr weg willst. Wird Paul aber nicht begeistert sein. Naja, ich muss jetzt los. Ich will vor der Schule noch bei Ramon vorbei. Grüß ihn. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Ach, und danke. Gero. Wenn Tanja mir erzählt, du hättest den Job in letzter Minute abgesagt, und wenn sie dir erzählt, du wärst überhaupt nie eingeplant gewesen, dann ist doch ganz klar, was gespielt wird. Ja? Was denn? Sie hat uns reingelegt. Tanja möchte aus irgendeinem Grund uns gegeneinander ausspielen. Ich glaube, das Schlimmste, was wir antun können, ist, dass wir uns wieder vertragen. Glaubst mir immer noch nicht. Okay. Wann machst du heute Mittag? Um 12:30, warum? Gut, ich stehe um 12:30 vor der Klinik und hol dich ab. Und mein Mittagessen? Vergiss das Mittagessen. Du kommst mit mir zu Tanja. Zu Tanja? Ich will, dass du mir endlich glaubst und ich bitte dich mitzukommen. Gut, wenn es dir so wichtig ist. Es ist wichtig und das weißt du auch. Okay, ich werde warten. Also dann, bis 12:30. Ich sollte Cleo mal fragen, ob sie mir auch eins auf dem Hinterkopf gibt. Dann könnte ich mich bei Paul ins Bett legen und mich von ihm verwöhnen lassen.
Also so toll ist der Zustand auch wieder nicht. Du machst mir aber einen ziemlich zufriedenen Eindruck. Ja, man hat Zeit zum Nachdenken. Das ist aber auch nur ein Vorteil. Na, bald kannst du dich auch wieder ins Geschäft stürzen. Ja. Obwohl ich momentan gar nicht weiß, ob ich da so großen Bock drauf habe. Wieso? Wenn du mal für so ein paar Tage raus bist, dann kommt dir das alles plötzlich so unglaublich unwichtig vor. Hey, das sind ja ganz neue Töne. Keine Angst, ich bin schon der Alte geblieben. Aber ich habe eben Zeit gehabt, um nachzudenken. Und da ich den Virus habe, sollte ich mir schon ganz genau überlegen, was ich mit meiner Zeit anstelle. Ich muss einfach wissen, was ich wirklich will. Tja, das habe ich mich die letzten Tage auch gefragt. Paul wird nach Münster versetzt. Was? Naja, und da habe ich natürlich auch überlegt. Gehe ich mit oder sehen wir uns nur noch am Wochenende? Du gehst mit. Ich werde erst mal hier die Schule zu Ende machen. Wie siehst du das denn? Ich kann doch nicht vorm Abi noch die Schule wechseln. Wo ist das Problem? Du bist ein super Streber. Naja, aber auf einmal aus allem raus. Ist auch nicht so einfach. Ja, ich kann schon verstehen, dass du mich sehr vermissen würdest. Aber überleg doch mal. Paul wird sicher sehr, sehr traurig sein. Ja. Aber er hat die Entscheidung mir überlassen. Tanja! Tanja, wir wollten gerade zu dir. Ich habe keine Zeit. Das macht nichts. Ich möchte nur ein paar Sachen klären. Hast du nicht gesagt, dass Gero vor der Gala abgesagt hat, weil er Lampenfieber hatte? Was soll das werden? Ein Verhör? Weich nicht aus. Hast du mir das gesagt oder nicht? Ja. Dein Freund hat gekniffen. Das ist nicht wahr. Moment. Wenn das wahr ist, wieso sagt Gero dann, du hättest ihm persönlich abgesagt? Mit der Begründung, du wüsstest überhaupt nichts davon, dass ich ihn als Confrancier engagiert habe. Keine Ahnung. Ach, das gibt's doch nicht. Wir haben darüber gesprochen. Meine Mutter war doch dabei. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich hatte auch ziemlich viel zu tun an dem Tag. Aber es ist auch völlig unerheblich, ob sie nun wirklich da waren oder nicht. Ich wollte von Anfang an einen Profi engagieren. Das stimmt nicht. Du wusstest genau, dass ich Gero vorgesehen hatte und du warst einverstanden. Wie soll ich mit einer Absprache einverstanden gewesen sein, von der ich nichts wusste? Verdammt nochmal, wir haben lange und breit darüber gesprochen. Oh, Markus, bitte, mach nicht alles noch schlimmer, als es schon ist. Du hast deinem Freund was vorgemacht, gib's doch zu. Glauben Sie mir, Sie sind das Opfer falscher Versprechungen geworden. Glaubt ihr nicht? Sie lügt wie gedruckt. Markus, ich habe gar keinen Grund, Gero zu belügen. Markus dagegen, naja, er wird schon wissen, warum er Ihnen diesen Job angeboten hat. Kein Bock auf Deutsch. Was? Nee. Wie kommt das bloß? Du, sag mal, wann fährt Paul eigentlich? Heute Nachmittag. Guten Tag. Felger ist mein Name. Ich übernehme ab heute den Deutschunterricht bei Ihnen. Ich möchte erst mal den Stoff besprechen, den wir bis zum Abitur noch zu bewältigen haben. Nehmen Sie sich was zu schreiben raus, das können Sie sich bestimmt nicht alles merken. Was haben Sie im letzten halben Jahr durchgenommen? Wenn Sie mal die Freundlichkeit hätten, bitte. Goethes Werther und ein bisschen Brecht. Goethe Brecht. Merkwürdige Zusammenstellung. Also uns hat's gefallen. Also ob Ihnen es gefällt oder nicht, das ist ja völlig unerheblich. Hier spielt die Musik. Danke, junger Mann. Wenn Sie mir mal bitte sagen können, was Sie über den Werther herausgefunden haben. Tja, Werther. Wer war das gleich nochmal? Was ist?
Haben Sie schon alles vergessen? Nee, um Gottes Willen, Herr Wärter. Felger, mein Wärter. Passen Sie mal auf. Wenn Sie die Absicht haben, hier Ihre Spielchen mit mir zu treiben, dann haben Sie sich geschnitten. Was können Sie mit Ihren Junglehrern machen? Bei mir werden Sie sich die Zähne ausbeißen. Also, wer kann mir etwas zum Wärter sagen? Was soll das denn werden? Das sehen Sie doch, ich packe zusammen. Dafür ist es wohl noch etwas zu früh, Frau. Konrad. Herr Felger. Setzen Sie sich, der Unterricht ist noch nicht zu Ende. Tut mir leid, aber mir reicht's jetzt schon. Gero, ich bitte dich, glaube mir, sie lügt. Aber an dem, was sie sagt, ist was dran. Kann doch sein, dass du mir den Job nur versprochen hast, um wieder mit mir zusammen zu sein. Durch die Proben haben wir uns schließlich ständig gesehen. Gerade weil mir etwas an dir liegt, hätte ich dir doch nie falsche Versprechungen gemacht. Das wäre widersinnig, geradezu schwachsinnig. Du glaubst mir immer noch nicht? Ja. Warte! Du hast Gero abgesagt, um mir eins auszuwischen. Du warst nur sauer, weil ich nicht mit dir ins Bett gegangen bin. Wieso sollte ich mit dir ins Bett gehen wollen? Du hast Gero weggeschickt und mir dann erzählt, er wäre überhaupt nie da gewesen. Nimm deine Finger weg, du tust mir weh. Gib's endlich zu! Lass mich los! Gib's zu! Ja gut, ich geb's zu. Bist du zufrieden? Na also. Verschwindet von meinem Grund und Boden, sonst lasse ich euch rauswerfen. Na los, worauf wartet ihr noch? Einen Moment noch. Hiermit beende ich unsere Zusammenarbeit. Du wirst dir einen anderen Marketingberater suchen müssen. Ramon, mein Kleiner. Ich denke, du liegst oben auf deiner privaten Intensivstation. Aber wie ich sehe, bist du total fit. Ja, noch nicht so ganz. Das ist das erste Mal, dass ich aufstehe. Aber was machst du denn hier? Halbe Stunde zwischen 2 Terminen in der Gegend. Und? Wie geht's dem verlorenen Sohn in seiner neuen Bleibe? Schon eingelebt? Klar, alles bestens. Wann wirst du denn wieder anfangen, die Menschheit mit deinem Schmuck zu behängen? Ich habe dir doch mal versprochen, dass ich die Schule fertig machen will. Ich denke, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ist das dein Ernst? Klar. Oder hältst du das nicht für so eine gute Idee? Nein, nein, im Gegenteil. Ich wundere mich nur, was so ein Schlag auf den Kopf alles bewirken kann. Da bist du nicht der Einzige. Hey, hast du schon Feierabend? Naja, ich habe mir erlaubt, ein paar Überstunden abzubummeln. Aha. Na, wie war's in der Klinik? Och, so lala. Übrigens, Markus hat nicht angerufen. Tja, da sieht man's mal wieder. Was sieht man mal wieder? Naja, wie unzuverlässig er ist. Ich glaube, ich kann etwas zu seiner Verteidigung sagen. Er war heute bei mir im Krankenhaus. Es ging noch mal um die Sache mit der Moderation bei Tanjas Gala. Er meinte, Tanja wollte uns gegeneinander ausspielen und hätte uns deswegen beide belogen. Unser Streit beruhte also auf einem Missverständnis. Echt? Mhm. Ihm hat sie gesagt, ich hätte meinen Auftritt abgesagt, und zu mir meinte sie, dass sie nichts von meinem Auftritt wusste. Markus hat's ja ganz schön gegeben. Du hättest ihn mal sehen sollen. Und oh Wunder, Tanja hat's am Ende sogar zugegeben. Sie hat Markus und mich belogen. Wie hat er das denn geschafft? Oh, er war eben sehr hartnäckig. Und vielleicht ein bisschen unhöflich. Ich kann das überhaupt nicht glauben. Immerhin arbeitet er für Tanja. Moment, ich bin ja noch gar nicht fertig. Er hat die Zusammenarbeit mit ihr gekündigt. Er hat ihr gesagt, sie muss sich einen neuen Marketingberater suchen.
Ihr Gesicht hättest du mal sehen sollen. Sag mal, bist du sicher, dass wir von dem gleichen Markus reden? Ja, absolut. Offensichtlich gibt's eine Seite an ihm, die wir bisher noch nicht kannten. Leider. Die macht ihn nämlich verdammt sympathisch. Tag. Jetzt, wo wir so richtig Kohle einfahren, faselst du was von Schule. Na und? Ist doch nicht verkehrt. Wenn ich Abi hab, kann ich auf so eine coole Business School in Amerika gehen. Und dann machen wir richtig Kohle. Was mache ich so lange? Du gehst auch zur Schule, ist doch klar. Spinnst du? Was soll ich denn in der Schule? Was lernen, Mann? Du bist krank, Kumpel. Du bist echt krank. Mann, ist das ein Schinken. Was ist denn das? Telefonbuch? Quatsch, das ist das neue Art Directors Club Jahrbuch. Das muss man einfach haben als angehender Grafiker. Wo du das sagst, als Post für dich von der Fachhochschule, Fachbereich Gestaltung. Oh Gott, das ist das Prüfungsergebnis. Ich traue mich gar nicht, es aufzumachen. Dann ist es aufregend. Gina, was ist los? Ich bin durchgefallen. Was? Sag mal her. Der Bewerber hat bei der Prüfung 2 von 10 möglichen Punkten erreicht. Damit hat er die künstlerische Prüfung nicht bestanden. Aber du hattest doch so ein gutes Gefühl, das hast du doch noch gesagt. Tja, so kann man sich täuschen. Ach, die haben doch keine Ahnung, das sind doch alles hirnverbrannte Ignoranten. Ach, was soll's. Wahrscheinlich bin ich einfach total untalentiert. War ja die Idee meines Bruders, dass ich ein Grafikgenie bin. Hey, wart mal. Du kannst die Prüfung sicher in einem halben Jahr nochmal machen. Vergiss es, dann falle ich wieder durch. Okay. Lass doch die ganze Grafikkacke sausen. Weißt du was? Wir machen zusammen einen Laden auf. Dann verkaufen wir Farben und den ganzen Krempel, den diese Kunstfritzen so benötigen. Irre Idee. Ist hier noch frei? Anna, was machst du denn hier? Du wolltest doch nicht mitkommen. Ich hab's mir eben anders überlegt. Ich komme mit nach Münster. Ja, und wie kommst du morgen zur Schule? Ich denke mal zu Fuß. Moment, soll das etwa heißen? Ja, ich komme mit. Für immer.